falls es in Zukunft passieren könnte. Wir hoffen natürlich nur das Beste und wir hoffen natürlich nur, dass seit 2020 die Welt verbessert hat und schöner geworden ist und aufrichtiger und dass die Regierungen natürlich für uns sind und nicht gegen uns. Aber wie es aktuell aussieht, darfst du natürlich gerne selber entscheiden. Und dementsprechend lese ich jetzt vor, was aufgrund meines Videos als Reaktion von dem Klaus und vielen anderen von euch hier gekommen ist. Und dementsprechend seid gespannt. Und der Name, der Arzt Heiko Schöning, sollte dir eventuell schon ein Begriff sein, denn auch der hatte damals, der Arzt, der Mediziner, vor der Gesundheitskrise 2020 schon gewisse Mythen oder Theorien, könnte man auch sagen, aufgestellt, wie und was abläuft. Und da gibt es ja noch weit andere Menschen natürlich, die darüber berichtet haben und auch schon Aufklärung betrieben haben zu diesen Zeiten. Aber so peu à peu könnte es ja sein, dass wirklich was kommt. Wir schauen mal rein, bleibt dran. Heiko Schöning sagt voraus, dass jetzt in der EU überall die Wahlen vorgezogen werden. Beispiel Frankreich. Und viele andere EU-Länder haben die Wahlen in 2024 vorgezogen und der Grund dafür ist wohl, dass für die Pandemie ab 2025 und danach Wahlen dann massiv zu Problemen führen würden. Denn eine Partei will natürlich während der Wahlen auch Wahlveranstaltungen durchführen, die mit den 1G, 2, 3, 4, 5G-Regeln zu Problemen führen würden. Seine Prognose ist auch, dass die Vogelgrippe wahrscheinlich die Menschen nicht direkt unter das Problem stellen würden, sondern erst die Landwirte treffen und dass unfassbar viele Tiere sinnlos getötet und gekeult werden müssen. Hier werden die Bauern wieder als erste die Leidtragenden sein. Dazu möchte ich aber sagen, dass es jeden Tag natürlich zu diesem Tierleid kommt. Ich bin seit 2018 Vegetarier und möchte dazu in dem Fall natürlich nicht mehr beitragen. Das wäre natürlich wirklich ganz katastrophal. Vor allem, weil die Menschen natürlich dann eine Hungersnot eventuell leiden würden, weil sie ja kein Fleisch mehr essen können. Naja, es ist ja nicht so, dass es nichts anderes mehr zu essen gibt. Tierprodukte kann man alles drauf verzichten. Ja? Könnte man. Ja? Diese Bundesregierung, Ampel, wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr aufgelöst werden und der Kanzler, in Klammern Cum-Ex, Wirecard, HSH, Nordbank-Skandal, Elbphilharmonie-Skandal und viele mehr, wird wohl noch die Vertrauensfrage stellen. Die SPD hat auch schon die Pläne intern bekannt gegeben und der jetzige Verteidigungsminister und Kriegstreiber Pistorius wird dann wohl unser neuer Bundeskanzler. Ist das jetzt ein Zufall? Das würde bedeuten, dass wir entweder durch die Neuwahlen oder durch einen Krieg oder gewisse Kriegsunruhen und Bedrohungen einen Ausnahmezustand erfahren würden. Dann hätten wir diese Regierung für mindestens 5 weitere Jahre im Amt und dann kann in dieser Zeit auch nicht gewählt werden. Lieber Markus, du hattest es ja schon angedeutet, uns drohen dann mindestens 3 Jahre der geplanten Pandemiezeit und die große C-Mikrobe 2020 war nur eine Blaupause, ein Lackmustest sozusagen und die Regierung hat gesehen, und nicht nur die Regierung, ich glaube auch viele andere Menschen haben gesehen, wie einfach es ist, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. In Klammern Angst- und Schreckenpapier 2019. Hatte ich darüber auch schon berichtet. Also wirklich ganz, ganz krass. Und vor allen Dingen, wie einfach es war, Maßnahmen durchzusetzen. Und also umzusetzen durch das Volk intern. Ihr könnt euch noch erinnern, der Nachbar oder der Busfahrer oder im Supermarkt, die Leute untereinander, nicht mal die Gastgeber sozusagen, die Mitarbeiter haben dich angesprochen, oh, da fehlt die Maske, sondern nein, das waren Menschen wie du und ich, die den angesprochen haben, ey, wo ist deine Maske? 20 Meter Entfernung, ich stehe da ohne Maske, kommt einer und schreit da, ey, da, wo ist deine Maske? 20 Meter Entfernung, was soll das? Warum schreist du hier überhaupt rum? Ja, also es ist schon wirklich eine ganz, ganz wilde Zeit. Und das Volk hat sein wahres Gesicht gezeigt. Echt krass. Einschränkungen, Grundrechte und Freiheitsrechte bis heute bedingungslos und problemlos umzusetzen waren, dass man die leicht wegnehmen konnte. Aufstand der Bevölkerung? Fragezeichen. Gab es nicht wirklich und wenn, dann wurde dieser brutal mit Polizeigewalt niedergeschlagen und niedergeknüppelt. Ist ja Wahnsinn. Ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern, das war, ich glaube, am 8. oder 29. Juli im Sommer 2020. Das war eine ganz krasse Veranstaltung, Demo, könnte man auch sagen, in Berlin. Da sollen über 1 Million Menschen gewesen sein und laut Presse, glaube ich, nur 20.000. Also, ich glaube, ihr wisst,
um was es geht. Es war wirklich krass. Ja, und ihr merkt schon, ich muss natürlich das Ganze so ein bisschen in Satire und so ein bisschen ins Lächerliche ziehen, dass das ja nur ein Witz ist. Ja, ich lese ja hier auch nur einen Kommentar vor, aber vielleicht dient das ja auch zur Unterhaltung und dementsprechend freue ich mich auch hier, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Seit 2015, 2020 hat es richtig Fahrt aufgenommen, erleben wir die Herrschaft des Unrechts. Ja, es gibt das Grundgesetz und wir haben Gesetze, nur die werden eben nicht mehr umgesetzt und angewandt oder es wird brutal gegen die verstoßen. Für die sogenannte Marionettenregierung hat es aber nie wirklich rechtliche Konsequenzen gehabt. Fragt euch mal, warum das so ist. Meines Erachtens folgt dieses alles hier einem sehr, sehr langen Plan, deren Namen ich hier nicht nennen möchte, ich auch nicht. Aber ich glaube, jeder, der etwas von der Geschichte kennt, der weiß, wovon wir hier reden. In den Pressekonferenzen ist jetzt sitzt immer noch hochrangiges Militär. Vergessen wir auch nicht die massive Zerstörung der deutschen Gasinfrastruktur Nord Stream 1 plus 2, steht hier, durch die Amerikaner, die das sogar angekündigt haben und die vielen anderen Maßnahmen, die eher fremdbestimmt sind. Es gibt da ein tolles Buch, Fremdbestimmt, kann ich auch nur mal empfehlen. Oder auch die Jahrhundertlüge, auch sehr interessant das Buch. Ich möchte hier aber nochmal zur WHO kommen und das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Zu den Beiträgen und Kommentaren in diesem Beitrag. Ich werde das Video, um was es hier geht, auch nochmal am Ende dieses Videos verlinken, damit du dir das anschauen kannst. Die nämlich hier auch der Klaus gelesen hat. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, World Health Organization, ist eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation und wurde nicht von uns allen demokratisch gewählt und hat daher auch kein demokratisches Mandat. Sie wird einfach über die Menschen bestimmend drüber gesetzt. Die EU wiederum versucht, die Nationalstaaten zu vernichten und aufzulösen und alle Gewalt direkt an Brüssel zu hängen. Das wirkt natürlich der WHO und diesem Pandemievertrag sehr, sehr wirksam entgegen. Denn so können von einer zentralistischen NGO-Organisation, also NGO, diese furchtbaren menschenverachtenden Pläne umgesetzt werden. In Klammern, jeder sollte mal diesen Pandemievertrag durchlesen. Da kriegt man Gänsehaut pur, was da abgeht und dann auf uns alle noch zukommen wird oder könnte. Dann ist das Grundgesetz vollkommen wirkungslos und im Falle einer wieder frei erfundenen neuen Pandemie hätten die Nationalstaaten dann keine Legitimation mehr und die Bundesregierung hatte bereits nichts anderes zu tun, als sofort sich unter die Kuppe dieser Reglementierung zu stellen und sie haben alle Freiheitsrechte und auch Gesundheitsrechte an die WHO abgegeben. Darüber habe ich auch schon vor 1-2 Jahren gesprochen. Mit Ausnahme einer einzigen Partei haben fast alle deutschen Parteien einstimmig zugestimmt. Gerne darfst du mal reinschreiben, welche Partei das nicht gemacht hat. Ist das eigentlich wirklich jedem von uns bewusst, was sie mit uns machen und gemacht haben und noch vorhaben? Die WHO, ja, das ist jetzt nur Satire natürlich, ist eine kriminelle Mafia-Vereinigung, die mit furchtbaren NGO-Verbindungen Dinge auf den Weg gesetzt hat, die normal in einem Land gar nicht umsetzbar wären. Wenn man sich den Leiter Tedros einmal ansieht, wo der herkommt und welche Verfahren gegen ihn laufen, dann müsste man doch eigentlich jedem klar sein, was hier abgeht. Ja? Ich möchte das Video nicht mehr zu lange machen. Der Klaus hat aber noch viel mehr geschrieben. Aber eine Forderung hat er noch geschrieben, beziehungsweise ein paar Punkte der Forderung. Und die möchte ich einmal ganz kurz kundtun. Ja? Wenn dir das Video gefällt, darfst du das auch gerne weiterteilen. Es könnte ja wichtig sein für andere Menschen, zumindest das mal gehört zu haben. Daher kann die Forderung doch nur lauten: Raus aus der WHO und zwar so schnell wie möglich. Stopp des Pandemievertrags und solange es noch geht. Raus aus der EU, einem fürchterlichen Bündnis gegen Freiheit und Demokratie und Grundrechte. Unterstützung und Wiedereinführung der Nationalstaaten. Jedes Land sollte selbstständig und selber seine Probleme lösen. Finde ich gut. Finde ich gut. But last but not least, raus aus der NATO, bevor es richtig knallt. Die NATO ist mittlerweile zu überdenken, denn wir sehen spätestens seit dem Irakkrieg, Libyen und jetzt auch in der Ukraine und auch andere, dass das NATO-Bündnis überall verbrannte Erde hinterlassen hat und eben nicht ein Verteidigungsbündnis ist, sondern genau das Gegenteil. Da kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, den Historiker Daniele Ganser sich mal reinzuziehen. Auch hier auf YouTube vertreten.
Also richtig cool. Ja? Frieden schafft man eben nicht mit Waffen, Gewalt und Krieg. Und alle Kriege haben immer mit einer Verschwörung und einer Lüge angefangen oder einer Operation unter falscher Flagge. Der Kommentar wirklich, Leute, der geht noch extrem lang. Extrem lang. Wirklich heftig. Wenn ihr Interesse habt, ich verlinke das Video, wo dieser Kommentar steht. Ihr könnt euch das alles in Ruhe nochmal durchlesen. Ich möchte hier die Hauptzentrale quasi nochmal reinbringen. Und ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen Einblick zeigen, auch in meine Welt, in die Welt von vielen Menschen. Und es ist gut, denke ich, wenn man vorbereitet ist. Es hat nichts mit Angst und Panikmacherei zu tun, aber es kann doch ein Vorteil sein, wenn man mal was gehört hat. Und seit 2020, denke ich, ist vielen Menschen einiges klar geworden. Und es gibt viele Menschen, die im Nachhinein sich entschuldigt haben bei anderen, die sie zu dem Zeitpunkt diskriminiert haben, runtergemacht haben, gemobbt haben, auch vielleicht auf Arbeitsstelle, sich vielleicht auch haben pieksen lassen und das bereuen. Und jetzt alles tun, damit diese Stoffe wieder rauskommen. Ja? Und dementsprechend bei einigen dauert es einfach ein bisschen länger. Ja? Und es ist auch okay. Dementsprechend freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat. Lass einen Daumen nach oben da. Du kannst den Kanal ganz entspannt kostenlos abonnieren und sogar auch deine Meinung da lassen. Freue mich von dir zu hören. Und Klaus, ich danke dir für deine Zeit, immer wieder solche Kommentare, auch mit so viel Hintergrundwissen dazulassen. Dementsprechend beste Grüße, euer Markus aus Alanya.